Ihre letzten Wort waren gefestigt und die tieffedlich. Willkommen bedankel senkich, bin eicher Gastgeber thronwick die schreibt, einen Kommentar untilt, mir MIT, wann wo os eicher hutzu, fette. Jure Stimmen machen dies Geheimnis anwürgislich, nan laste jo ans die Wahrheit, anes Licht bringen. Das Dorf Little Fernwood war stolz darauf, Geno der Ort zu sein, an dem nie etwas aufregendes, Gescher, sein akkuraten Hecken. Die ordentlichen, stein sehr. Unde die H-Feiflich, Geffel festetten Begrafissungen, zuten ein Junesch feteliche, Ruhefe Enino, die ner Deutsch, die bewusste Händen, Verfeiling Schockseiten Leit Gestfört Word. An denen diesem besonderen Nachmittag im Mai war das ganz Dorf in Freudiger, Wartang de Verene, Django Pager fehlte. Eleanor Fennell Whittaker und Thomas Burnley in Combination, Diviel Alice, ebensovern, 50 Gui romantisch empfanden. Die Zeremonie war wunderschön verlaufen, spitzrechelte in der warmen Breise, ein Chor von Schulkindern, Eidos der Gejigen sang, etwas schief und die Braut strahlte in einem zarten Rosa, das perfekt zu den rosa Rosen in ihren Brautstrauß passte. Es war die Art von Hochzeit. Die gemmende Brief, wochenlang mit die Verfehleiken, Anekdoten erfiete, der Empfang, im Garten des Whittaker, Anwisens Versprach, den gelungenen, H-Punkt des Tages zu bilden, Pierlatenen schwebten sanft von den Festen, fein Sandwiches waren auf kleinen Tischen angerichtet, und die Lemonade Word, so großfähig in Geschenk, dass selbst der Fahrer vermutet, ein Schuset Verkes, hab sich in die, Chi-Fegi, wäret. Miss Jane Marple saß unter einem weißen Sonnenschirm, am anderen Ende des Gartens. Ihre Stricknadeln klapperten lies. W-Fade rend sie die Anwesenden ihrer gewohnten Stilen Neugier beobachtet. Sie kannte die Braut nicht besonders, Gott obwohl sie die Whittakers, Gott genug kannte, in geladen Jusen zu sehen. Hochzeiten, so hatte sie immer geglaubt. Offenbarten mehr, Feber die menschlich, natter, alles die meisten Menschen zugeben, wollten Orchut, dachte sie, de Buffede es nicht anders sein. Auf der anderen Seite, des Reisens Beauty sich, Mrs. Lavinia Hayworth bekannt, ihren enthusiastischen Klatsch, und die ihre ungefährliche Angewohnheit. Laut zu Fallfesten zu ihrem Mann und sagte, so ein liebs Empfächen. Anciennell, natürlich spricht niemand Faber, die Familie, ihre Mutter, nicht nach dieser schrecklichen Angelegenheit. MIT Fedock, Miss Marple fährte den Rest nicht mehr, denn ihre Aufmerksamkeit galt einen Augenblick. Carling einer ganz anderen Art von Brot, eine Reihe blasser Pappen, die den desertisch zweiten Feteil, eins fantasiervollen Tischgestecks, das die Trausugen entworfen hat. Jade Puppy trug in weißes Miniature, Satinkleid, ihre winzigen Porzellangesichter, fechelten ausdruckslos. Kinder fanden sie ins Fekend. Was ihn empfanden sie entweder als charmant oder leicht, beunruhigend, Miss Marple für ihr Renteil, fand sie faszinierend. Für manche Menschen, fehlen Gästen ihrer Decoration, sinnierte sie lies. Ihr Gedanken wurden jfh durch ein lautes Gelfeter aus dem zweiten Festzelt unterbrochen, gefolgt vom Klappen eines herrenturgefollenen Serviertablets. Jungsbrautjungfern huschten an IHR vorbei, ihre Schleifen flatterten hinter einen her. Ein leichter Windhauch ließ, die Spitzengirland, Feberichten rascheln. Es war ein imperfektes Scene, bis sie es nicht mehr war. Der Moment begann ganz harmlos.
Eleanor entfernte sich kurz von ihrem frisch angetrotten. Ihimen, ihren Schleier zu richten, und dann sagte, sie brosch feiner, einen Moment frischer Luft. Maria Gifisti sahen, wie sie hinter dem Rosenspalier am Gartenrand verschwand. Es war ein schattiger, ruhiger, undicker Fehler, Pfad, ein Ort, an dem selbst die aufgeregte Braut einen Augenblick der Ruhe finden konnte sehen, Minuten Virgingen, dann Fitnem, Thomas, der bereits von einem, haben Dutzend, gottgelernter Onkel dazu aufgefordert worden war, feinach de Brot zu sehen, bevor sie durchbrennt, folgte schließlich seine Aufforderung. Sein Ausruf teilte den Nachmittag in Sverige, leften die Feste drehten sich, die Gespräche, feiche verstammten. Miss-Marple legte HR Strickzug beiseite. Thomas tummelte hinter dem Spalier Höver. Sein Gesicht war black. Sein Atem ging stoßweis. Fe German fe Biti fe Hälft. Mir es ist nell. Sie ist onem, feitig geworden. Ich kann sie nicht wecken. Die Lüt sanfmten sofort los. Ihre Schritt wirbelten feten bei Väter. Aus den sorgfältig angeliten Blumen bieten auf. Miss-Marple erhob sich langsamer durch ihre Gesichtszüge, vergewöhnt feteten sich vor Schreck. Als sich die Menge teilte, sah Miss-Marple die Braut im Gras liegen, ihr weißes Kleid hob sich scharf vom tiefen Gear, Fäden der Schleier war so seit gerutscht, und die ihr Brautstrauß lag zerknittert, neben ihr, ihre Lippen, die war aufgegangen, noch rosig gewesen waren, hatten einen beunruhigenden Farbton angenommen. Ihre Augen waren geschlossen. HR atemflack. HR Puls für Miss-Marple PR 50. HR diskret für Schrecken schwarz. Es herrscht die beklemende Stille. Die nördlich Mrs. Hayworths Küchen und der zitternde Gebet des Fahrers unterbrochen Word wie sie lebt. Murmelte Dr. Pemberley, der Dorfast, und det nicht neben IHR, Faber Njörnap. Where fissen sie sofort ins Haus bringen. Als sie die Braut, hoche ben, viel etwas Kleins, unblasses aus ihrer gel-festen Hand, ein Fragment, zarter weißer Spitze, ungleichfäßig zerrissen, alles W4, es in Eil abgerissen werden, Miss-Marple fegte sich und hob, es auf es passte. Nicht zum feinen Blumenmuster des Brotschers, tatsächlich, workte, es viel fehlte, vielleicht, vergilt, hangen feit, die Art von Spitz, die eher zu einem Erinnerungs. Fake ich alles zu einem Brautkleid, G.A.F.T. Sie folgte es vorsichtig zusammen, steckte es unbemerkt von den anderen in ihre Handtasche. Sie herumflackfisterten die G-Feste, wild lag es an der Hitze. Vielleicht hat sie nicht gesehen. Feine es an der Nervosit, feitleigen oder etwas noch, anhelvoleres? Miss-Marple ferte zu, Gesicht so struck mild. Ihre Augen scharf wie Dornen, es handelte sich nicht. Die Ohnmacht einer Feberbu fehltigten Braut. Euch nicht einen Anfall. Euch nicht eine war Feberhände Schulfeche. Hinter dem Spalier war etwas geschehen für etwas Absichtliches. Anderwohl noch nicht klar war, welche Gefahr die Braut ausgesetzt war, wusste Jane Marple eins, mit die Sicherheit. Ein Flaufesten hinter Spitze ist selten unschuldig. Und in Little Fernwood hatten Geheimnisse die Angewohnheit, sich direkt, wo anseren, Augen zu verbergen. Des Gemurmel wird lauter, es die, G-Festi zu, den verselten, so verkehrten. Ihre Gesichter waren von Sorge und Neugier gesegnet, doch niemand wagte es das Wort auszusprechen,
dass sie alle festeten. Miss Marple ging mit den anderen. Ihre Schrittbett, feitig, ihr Blick schweift, unauffällig über den Garten. Sie bemerkte, die Zettertinnen, Feten Feter am Spalierweg, den leichten Kratzer am Holzbogen, wo sich jemand abjest festen, unter das halbvoll Glas Limonade, auf dem man fechten Tisch, nichts Warfel, am Platz fei, de Docks, FH ali sich, alles falsch. An, im Salon der Whitakers, war Eleanor, vorsichtig auf einer, samtje Salon, gebetet worden. Dr. Pemberley Butte, sich Faber sie, T-State, ihren Puls, und sehen, Stern legte sich mit jedem Augenblick in tiefer Falten. Thomas Burnley stand, ein paar Schritt entfernt, kreidebleich, und rang nervfähig die schweigende wie, ein Schuhjonge, der ein Streif erwartet. Sein Trousers versuch, zu festen, doch Thomas fährte eten kalm, sein Blick war auf sein Brot gerichtet, Gefälle des Tages waren, aus Gerichten. Mrs. Whittaker, normalerweise die ruhigste Frau der Gemeinde, gingen ruhig im Kreis, am Fenster auf und ab, heute Morgen ging es, blendend, betuerte sie ohne jemanden, bestimmten anzusprechen, sie strahlte, nicht, die geringste, Spurwankomme. Oh, Dr. Pemberley, sagen Sie mir, dass sie bald aufwacht. Das kann sehen, weiderte vorsichtig, aber ich kann, noch nicht sagen wann. Sein Tonfall barg, einen unausgestehen Anjutung, die wie ein Luftzug im Raum lag, etwas hat diesen, pisen Fleiken zusammenbruch verursacht, und es waren nicht bloße Nerven. Miss Marple bemerkte, seinen kurzen Blick auf den leichten Gelbstick, Eleanors Lippen ein Detail, das vielen entgangen sein mochte. Miss Marple hörte sich lies, die feckende vor der Brust gefaltet. Das arme Kind, murmelte sie sanft. Blick verweilte auf den Fingern, der Brot denselben Fingern, die, Minuten zuver das Seresin, Spitzenfragment umklammert hatten. Sie fragte sich, ob Eleanor in ihrem letzten Augenblick Babywussein versucht hat, jemanden oder etwas festzuhalten. Das Anfängnis ist, Hayworth, atemlos in Zimmer. Eiles Käfene, nachricht, keinen Sekunde laufige Worten, man sagt, sie sei vergiftet worden, verkfendete sie, ihre Stimme schrill vor Aufregung, nicht vor Angst. Welch, ein schrecklicher Schock. Thomas wirbelt, imperfekt zu herem. Meine Frau ist nicht Gegenstand von Klatsch und Tratsch, Mrs. Hayworth. Dort der Schäden war angerichtet, das Wort vergiftet schwebt wie Rausch in der Luft. Miss Marple hob vorsichtig den Kopf. Spekulationen helfen in einem solchen Moment. Selten weiter, sagte sie ruhig. Wer empfehlen Dr. Pemberley seid. Geben, sich eine Meinung zu bilden. Der Arzt warf einen dankbaren Blick zu, obwohl immer noch besorgt wirkte. Es ist noch so, irgendetwas auszuschließen. Gab zu, Mrs. Hayworth, bitworten Sie draußen, wenn Sie sich nicht beruhigen können. Doch Mrs. Hayworth blieb stehen, ihre Augen haschten überall hin, und sie lauschte aufmerksam. Miss Marple wandte sich dem Fenster zu und beobachtete die Hochzeitsfeste, die in kleinen Giraffe-Pschen im Garten standen und nervfähig festerten. Der Fahrer versucht, eine Brauchung fern, zu festen, die zu weinen begonnen hatten, sie Onkel diskutierten, ob die Fähr fortgesetzt werden sollte. Die Trauzugin Eliza Grant irrte seelos am desertisch und drehte ihre Halskette zwischen den Fingern, alles wohl sie ihr Anspannung daraus herauspressen. Sie wirkte besonders bedraufig, wie Leid aus Sorge, wie Leid
aus etwas anderem. Miss-Marple Beobachtungen, jeden Gesichtssausdruck genau, Emotionen, Objekt oder Gespielt, hinterlassen spüren, die oft auf Schlüsselrecker, worden als. Fußabdar Fiki, Sijing zum Fußende de Cheselong, wo Eleanor bewusstlos lag, das Haar der Braut hatte, schisch, und den Schalpfeffengel feitest. Einzeln esta feinen, kleppten an ihrer Stirn. Miss-Marple bemerkte einen schwarzen Fleck auf ihrem Handschuh, fei etwas, blasses an die Puderiges, alsw für sie, an einem Gegenstand entlang gestrifft, an dem feke, fedende hafteten. War kaum zu erkennen, fast es kloppt. Und Inspektor Hargreaves trat in, herbegerufen aus dem nahegelegenen Ort. War safe-fimmig, Okrot im Gesicht, und sofort verfegert. Alles sei, deshalb, dorf den Ingang blockierte, bitte, beiseit treten, ich broch Platz. Betrachtet die, sie mighty einer, Mischung aus Irritation, under Verwirrung. Hochzeitstag, meldete für immer, der denkbar, ungfähigste Zeitpunkt. Miss-Marple nickte, ich pfefflich zu, sie kannte Hargreaves, schon seit Jahren. Ihr respektierte, sie festen ging aber meist davon aus, dass sie Wahrheiten ihr sorgfältig entdeckte, als sie zu erschleißen. Sie korrigierte ihn nie, also begann Hargreaves, und berieb sich das Kinn. Wie sie ist plötzlich zusammengebrochen, hat sie jemand vorher gesehen. Thomas trat vor, sein Stimme zitterte. Ich befanden sie sagte, sie broch Luft. Ich dachte, sie brauchte nur einen Moment. Sich zu beruhigen, war sie verfekert. Kein beharrte Thomas. Sie war viel fäcklicher als so war. Miss-Marple väter aufmerksam zu, sein Antwort war, ehrlich durch Ehrlichkeit, besitte keinen Geheimnis. Hargreaves wohnte sich, und die feste, die sich. Im tiefe Rahmen versammelt hatten, ist niemandem etwas angew, Fehlerliches aufgefallen, hat niemand einen Fremden herumschleichen sehen. Gab es keinen Streit? In Ronnen ging durch den Raum, aber niemand trat vor. Dann erschien unerwartet Eliza Grant neben Miss-Marple, ihre Stimme zitterte, Inspektorin. Die war jemand, ich fährte nell hinter dem Spalier, mit jemandem sprechen, mit einem Mann, ich konnte nicht sehen, wer es war. Alle Blicke richteten sich auf sie Mann, wiederholt Hargreaves. Haben sie geführt, was gesagt wird. Eliza zerfegerte, feiner ein Paarwort, ebernell Klang, verzweifelt. Es herrschte Stille im Raum. Mrs. Whittaker schwankte und musste von einem Verwandten aufgefangen werden. Miss-Marple espifferte und in Gegenfiel Nacken. Die Serafin spitz, Eleanors schwarzpudriger Handschuh, das Festern einer empfehlen Stimme, für alles, du tit auf dieselbe der Fiste Lichkeit hin, was euch immer hinter dem Spalier geschehen war. Eleanor Whittaker war nicht allein gewesen, und wer euch immer zu euch stand, meinte es nicht Gott mit euch. Miss-Marple foltet, ruhig ich verende. Eine stille Entschlossenheit, legte sich über sie, die mit Lunchen hatten begonnen. Elizas Wort holten wie ein leises, one Signal durch den Raum, subtil, aber unfehlbar. Der Gesichtsausdruck des Inspektors verfinsterte sich, sein Haltung which, einer konzentrierten, fast pedantischen Reaktion. Thomas wandte sich Eliza mit einer Mischung aus Verwirrung und aufsteigender Furcht zu nil sprach mit jemandem,
mit einem Mann, aber mit iwem. Eliza's Hatchvendi, Amklammerten feste die Kettere Holsket, Feich weiß es nicht, ich wolos, das es festliche Band, Väter, die Brotjungfern zu holen. ALS ich Spalie, vor Beijing, ich Väter ich Stimmen, ich Namen, NESW Feren du, Thomas oder Wieheit. Elin ihre Cousinen, aber dann ich Väterte ich schnell, Sagen Feit Schlackischwer, Fesi sagte, Fabit, nicht, Hut. Ein Ronnen des Chocks, Jing durch die Menge, selbst Mrs. Hayworth Vergas, ihre theatralische, Ada, Eata Mund stand offen, ALSW Fähre, sie mitten im Jeploder Östat. Die einzige, die nicht sichtbar reagierte, war Miss Marple, obwohl ihre Augen einen leisen Ausdruck der Besorgnis verrieten. Inspektor Hargreaves trat entweder an Eliza heran. Haben sie sonst noch etwas geschwärt? Irgendwelch ungefährlichen Gefische, Fische, fistete sie viel. Ich bin schnell gegangen. Ich wollte nicht vertrauen. Ich nahmen ESCE Private, Angelegenheit. Miss Marple beobachtete das Empfächen aufmerksam, ihre Verzweiflung war echt, doch darunter brodelte etwas anderes vielleicht Schuldgift, viele oder Angst. Solche Gefühle vermischten sich oft so sehr, dass sie kaum noch zu unterscheiden waren. Hargreaves atmet langsam aus. Fegat, ich muss mit jedem von ihnen einzeln sprechen. Gab einem Beamten, der in der Entfernung der Verwartet, ein Zeichen, die beste Übernehmung in den Nebenraum zu begleiten. Doch Miss Marple verweilte. Ihr Blick schweifte sehr, fake zum Spaliaweg draußen. Etwas weckte Erinnerungen in ihr Fee einerleises Falfes Stern vom Vormittag, dem sie damals nicht recht beachtung geschenkt hat, irgendetwas in den Pappen auf, dem desertisch, die Trasugen hat sie entworfen. Erinnerte sie sich, kurioses kleines Ding, Jadeinsel mighty Filigrane, spitz bestickt. Miss Marple fragte sich nun, ob das abgerissen Fragment, das sie gefunden hat, zu einer von ihnen, gefährte, oder zu etwas Väterem, etwas persfählicherem von Eleanor. Als der Inspektor MIT dem Versch Fea von Thomas begann, schalfiet Miss Marple ließ aus dem Salon. Sie ging MIT bed feitscheiger Ruhi in den Garten, obwohl HR die Gedanken so die verschiedensten Empfäglichkeiten kreisten. Die Sonne begann bereits, leicht zu sinken und erweckte den Eindruck uns, ferne Benz, obwohl der Tag noch lang nicht vorbei war. Die Gefäße standen in kleinen, murmelnden Gefäßchen beieinander. Ihre anfängliche Aufregung war nun einem feinen, sleichen Flecken Sternjährchen. Sie ging desertisch vorbei, wo die Porzellanbra, verjut, noch immer ordentlich aufgeregt standen. Einige Gefäße waren so nah herangekommen, dass sie Buffet hatten und ein Puppe umkippten. Miss Marple richtete sie vorsichtig weiter auf und bemerkte erneut die Feinstickerie ihres Kleids. Doch die Spitze passte nicht zu dem Fragment, das sie bei sich trug. Die Spitze war nur Leerstände, das sie fake in ihrer Handtasche war, fehlte zu alt, zu einer neueren Decoration zu federn. Ihr Blick wanderte zum Ranker Feste. Einen SPF-Bannung lag in der Luft. ALSOB die Ranken selbst vor dem Geschehenen sehr fake schreckten. Die Befetenbelfete legen noch immer verstreut. Und das ließ kratzen, ambogen hart, sicher tiefer, injipa fiti jemand warheier, elig hindurchgegangen, wie Leid in der gestolpert, oder aus Angst geflohen. Sie entfernte sich der Stelle, wo Eleanor gelegen hat.
obwohl die Braut bereits, fortgetrgen worden war. Zij niet sich im Gras, noch die Leute, die Feki, ihre Gestalt. Ab Miss-Marple hockte sich langsam, hin ihre Knieschmerzen ließ, mit die behandschuhten Fingern strich. Sie ein paar Graschel mehr beseht. Ein kleiner Gegenstand reflektierte das Licht, sie hab ihn vorsichtig, en fei einen einzelnen Permut noch winzig, und von feiner Handwerkskunste, wo irgendwo abgerissen wurden, wie leicht von einem. Kleidungsfik, wie leicht von einem, Handschuh. Der Gedanke leses, sie die Stirnrunzel, Eleanors, Handschuhe, waren nur MIT-Stickerin, versiert. Kiedin für Fans. Sie gefäten also jemand anderem, jemand, de so nah dran war, das es eichem interessen word. Hinter, en verhörten, sich Elijah schriet famous Marple, fragte Thomas, mit sittender Stimme, als neben hr stand. Feyman sagte, C.W. Federn hier draußen. Ich verstehe das alles nicht. Wir W. Federnell, etwas antun. Sie hat noch, nie jemandem etwas getan. Miss Marple erhob sich langsam und steckte den noch unauffällig in ihre Handfläche, welche der arme Thomas sein Trauer, war noch so frisch, lässt das sein Kummer nicht aufrichtig sein konnte. Manchmal, sagte sanft, Fate weiß man nie, welche Lassen an der trägen. Selbst die fätigsten Seelen käfanen versi händlich, jemandem begegnen, der Groll heckt, fich sehi einfach nicht. Wie das MEDIHR, zusammene, fegen käfetenti, beharrte Thomas kopfschwetelnd. Wir hatten keinen Streiterin, keinen Streitigkeiten, vielleicht nicht, murmelte Miss Marple, W. Feyrand, HR Blickfeber den Garten schweifte, Feber Geheimnis haben die Angewohnheit, selbst die gefährlichsten Bier feiut, zu verwegen. Bevor Thomas antworten konnte, holte ein durchdringender Schruggi aus dem Hausmesser gefestigt dritten sich erschrocken. Miss Marples Gesichtsausdruck verfinsterte sich, ihre Sinnwürden geschwafft, ein Dienstem fetchenelte Bleich, und dein atemlos auf die Terrasse. Fei Inspektor, fei Doktor, Pemberley, fei bitte. Sie ward auf. Miss Marple bewegte sich flink schneller. Als Thomas es von jemandem in ihrem Alter erwartet hätte, sie eilten sehr fick ins Haus, und hinter ihnen schwoll, das ficklich schlicht jimmermal, Newton. Im Salon redete sich Eleanor Schwartz. Ihre Leider flatterten wie zerbrechlich. F.O. Fagel. Mrs. Whittaker niet neben, A.H.R. und weinte Les ren Dr. Pemberley, sich mit Professioneller, Dringlichkeit Faber die Braut, Beauty der Inspektor schwebt in der Schnee, famous Whittaker, Käfenen sie mich heden, fragte sanft Eleanors. Atem stockte, ihre Lippen netten sich. Miss Marple trat in Feher, still wie Schneefall, HR Jessic Sostruck, undurchschaubar, schleiseslich verfeistert, Eleanor MIT kaum. Feibare Stimme, Feher sagte, ich fektet keinen Wahl. Ihre Augen netten sich, weit auf Garrison vor Entsetzen, und die Word, still im Raum, die Word hingen zerbrechlich, unsittend in der Luft, als ob Eleanor, selbst nicht die Kraft, HVT, sie zu halten. Ihre Augen huschten panisch durch den Raum. Suchen niemand, wusste wanach oder, nach wem fei, bis sie schleiseslich Thomas fanden. HR Jessic Sostruck veränderte sich, Verwirrung vermischte, sich mit Angst, und ihre Finger streckten, sich schwarz nach, Itchamos, ergriff sofort ihre Hand, und hielt sie fest, alles wohl sie fake in die Realität. Fehthollen verlieren, Liebling, ich bin's verpfisterte MIT sittende Stimme. Niemand word der Weitun. Doch sie antwortet nicht, das kurze Blitzen der Erkenntnis verblasst, fast augenblicklich,
Und HR Blick war wieder, TAFB unkonzentriert. Inspektor Hargreaves beugte sich vor, Miss Whittaker. Wer hat gesagt, dass Sie keinen Wall hatten? Können Sie ihn beschreiben? Erinnern Sie sich an irgendetwas von dem Moment vor Ihrem Zusammenbruch? Eleanor blinzelte langsam. Ihre Lippen verfnetten sich leicht. Einen Augenblick lang schien es, ALS, WFDC antworten. Miss Marple beobachtet, wie ihn kaum, mögliches Sachen Faber, ihre selbstfähige haschte, fe in Erinnerung, da wie ihn schwarzer, Schatten hinter ihren Augen war besorgt. Doch dann durchfuhr sie ein Sitten, und sie wandte den Blick, und verfiestert ließ. Fast klagend, was immer sie wusste, es lag vorerst außerhalb ihrer Reichweite. Dr. Pemberley schaltet, Schikin und hob entschlossen die Hand. Fegenug, IHR Puls, ist immer noch instabil. Weiter fragen Faden, mehr Schäden als Schnatzen. Hargreaves stieß einen frustrierten Seufzer aus, trat aber sehr fake. Schon Gott, aber sie, Käfe nennte, der Scheilfissel zu diesem ganzen, Jesch 15. Miss Marple beobachtet die Braut aufmerksam. Eleanors Angst war unwirkenbar gewesen, aber es waren die, Wort selbst, die sie am meisten Bonru hegten, kein Wall, der Ausdruck, duet, aufswang hin, Verzweiflung, eine HR, aufgezwungen Entscheidung. Und Miss Marple, die diesen Tonfall, schon oft bei Dorfbewohnerinnen, geäffet hat, die gegen ihren Willen zu, etwas gezwungen worden waren, SPVTI, in angenehme Jewishkeit, aufsteigen. Wenn Eleanor glaubt, keinen Wall zu haben, dann glaubt jemand, anderes ganz fest daran, dass sie ein hat. Wofür ich rennt, Dr. Pemberley ein leichtes, Beruhigungsmittel, vorbereitet, verhörten sich ehrlich. Schritte aus dem Korridor. Trausuch Jeremy Collins, erstgern in der Tafel. Das Jessic der Fetet, die Krawat Chief. Fake Inspektor. Ich heb mit, den Angestellten gesprochen. Niemand hat einen fremden Mann auf dem Gelfinder gesehen, und niemand berichtet von Streitigkeiten oder irgendetwas Ungefährlichem. Hargreaves gab ein unzufriedenes Grunzen von sich, Fejemand war bei Miss Grant hat es mitgefedert. Eliza, die schon 11 am Fenster stand, sagte zusammen, Fech heb mir das nicht ingebildet, sagte Silis. Fenels Stimme zitterte, ich weiß, was ich gekriegt heb. Miss Marple warf der jungen Frau erneut einen Blick zu. Ihre Nervosität Schicksal Eleanors erwachen, ein Vielfaches gesteigert. Sie rang die Finger so fest, dass die Haut fast weiß geworden war, aber war es Angst ihrer Freundin, oder Angst vor dem, was Eleanor sagen gefährte. Thomas Lees Eleanors Hand nur widerwillig los ALS, der Arzt vorschlag, dass alle so vertreten sollten. Sein Augen, rot umrandet, und die Memphedi, hoben sich zu Miss Marple. Warum sollte sie sich mit jemandem privat treffen? Wir haben uns doch alles erfährt. Miss Marple legte, ihm sanft die Hand auf den Arm. Für meine Erfahrung nach, Mr. Burnley, behalten selbst die engsten Pabura, gewiss Dinge, sich, für besonders dann, wenn sie den anderen nicht belasten wollen. Aber was Kefet nennte sie beunruhigen, was Kefenti so schrecklich sehen, dass sie es mehr nicht anvertrauen. WFD, Miss Marple antwortet nicht. Stattdessen wanderte ihr Blick erneut zu Eliza für die jeden Blickkontakt vermied. In diesem Moment brach, im Eingangsbereich,
plötzlich ein Tumult aus. Die Stimmen wurden lauter und ein eindringlicher. Der Inspektor schritt hinaus, nachzusehen, dicht gefolgt von Miss Marple, und die neigen neugierigen Gefästen. Ein junger Polizist versperrte den Eingang, und auf der anderen Seite stand ein Mann von etwa 30 Jahren, sein Anzug war, leicht zerknittert, sein Haar zerzost, alles vergerend. Sein Brust hob, und senkte sich in schnellen Attempts, fegen, da fegente, nicht gegen Polizisten, verzweifelt beim Fete, hineinzukommen, sie verstehen das nicht, fähig muss sie sehen, beharrte, verbit. Lassen Sie mich hierin, Eleanor braut mich. Thomas blieb am Fuster Treppe wie Angela stehen, verbrot sie dich, wiederholt scharf, ungefähr, Ubiquit durchbrach sein Trauer, fewer bist du verse. Der Mann erstarrte beim Anblick von Thomas Feyonde, noch mehr beim Anblick von Miss Marples, durchdringenden blauen Augen, die ein unmeitig stiller, pfeifende Aufmerksamkeit musterten. Fegerte nur einen Herzschlag lang. Bever antwortet, mein Name ist Adrian Wells, sagte seinem ging noch immer unregelmäßig. Federn dat feiand Eleanor hat mir geschrieben. Sie sagte mir, sie braucht Hilfe. Das Geffelfeste verbreitet sich augenblicklich unter den Zuschauern. Mrs. Hayworth-Wöhler, jegliche Fassung, anklammerte sich an ihren Mann. Alles für sie zugin eins. Skandalfeisen theaterst fix geworden Thomas Starte, Adrian wie vom Blitz getroffen an, Eliza sah aus, LSW für sie jeden Moment in Ohnmacht fallen. Miss Marple nahm nur den Namen, Fay Adrian Wells, Fay war unbeobachtet aufmerksam den Ausdruck, der Faber Eliza Grants gesagt huschte, Schock, Wiedererkennung, und etwas, das beunruhigen Nachentsetzen außer. Inspektor Hargreaves verschaffte die Arme, fiedet was Jenno will die Braut, an ihrem Hochzeitstag von Ignen, Adrian schlagte, und die Schein in diesem kurzen Augenblick, ein Schei, dung zu treffen, feihweil sie mir gesagt hat, dass sie in Gefahr ist, und dass sie ihn nicht heiraten kann. Hinter einem Erdfeinte onronnen, Thomas Word kreidebleich, Eliza klammerte sieken die, stoleni, eles ob sie jeden. Moment zusammenbrechen kefinte, Miss Marple blieb regungslos, doch in ihren Gedanken begannen, sich die Erfäden des Wohnteppichs zu vernoten, die Zwischen Spitze, der Perlmuttnoff, das Geflil flüsterte Flehen, der Mann hinter dem Spalier und dann Adrian Wells, offenbar hat sich unter der Saatenfasse der Hochzeit ein Geheimnis verborgen. Ein Geheimnis, das jemand unbedingt verbergen wollte, und Miss Marple wusste die erschreckende Jewishkeit, die eigentliche Jeskite hat gerät erst begonnen. Thomas Atem ging stockend höher, halb ungefähr ubiquit, halb der letzte Wort, sie konnte mich nicht heiraten, das ist doch Unsinn. Eleanor war faklich, sie wollte das, sie hat, mehr nie, ein Wort von Gefahr hält. Adrian Wells machte einen Schritt nach vorn, doch der Polizist hielt, iten nicht auf, sein Stimme Feberschlag, sich war Dringlichkeit. Fetch wollte nicht hierher herkommen, fe nicht so, aber HR-Brief kam gestern, und sie schrieb, dass etwas Schreckliches passiert sei. Sie fleht mich an, sie hielt noch zu treffen, bevar es sie spät fate sei. Sie filcher Brief, fragte Thomas mit erhobener Stimme. Warum sollte sie schreiben an? Du hast gerechnet, wer die Frage lastet schwer auf dem Raum, die gefäßte Buttern sich vor. Ihre Puls beschleunigt an,
sich war morbeider Neugier. Nur Miss Marple blieb angefolgt, obwohl ihre Aufmerksamkeit merklich zunahm. Adrian begegnete Thomases Blick, einem Ausdruck, der sie fegen bedauern, einen unbestreitbar aufrichtig variiert. Feewhile, ich Eleanor, viel elfege kenne eils, du sagte Elise, fech stand ayacha, einst zeter nahi. In Kollektivs Ron Jing durch den Sail, wie das Rascheln impi Väter, F.L. Fegel, Mrs. Hayworth, stiesis einen leisen Freudenschrei. Osfe sie hatch fisch, kate sich kafum besiers material w fischen kafunen. Thomas erbleichte fies das ein Witz, ist das etwa ein Käfeglischer, versu, an sehr Hochzeit, zu ruinieren. Fech w fechte, w fair so, memelte Adrian, fechulte, mich nie einmischen. Ich dachte, sie fette, ihre Entscheidung, elfegons getroffen, aber dann kam, Brief, panisch, verzweifelt. Sie schrieb, das Gemand, sie bedrohte, und sie so, etwas zwang, dass sie nicht wollte. Sie sagte, sie verfechte, leben, wenn sie sich nicht fete. Inspektor Hargreaves rieb, sich den Nacken, Febo, fehltag vorn, dempeli feeds liken werwa, an motiven. Fe wenn sie schon den ganzen Weg, hierher gekommen sind, Mr. Wells, empfehlen sie diesen Brief vorlegen. Adrian sie figerte einen Augenblick so lang, Miss Marple bemerkte, es euch, beswerbrend, gab Adrian zu, und blickte zu Boden. Nachdem ich es jealousен hat, sie hat mich darum gebeten. Sie sagte falls erstmals in die Falschen, ich finde geraten, sollte feo wie praktisch. Platzte Thomas heraus. Fewer sollen ihnen einfach nur vertrauen. Adrians Kiefermuskeln spannten sich, und fech wollte nicht, dass irgendjemand hat, dass sie sich gemeldet hat, sie klang total verfixigt. Ich hab versucht, sie zu beschwätzen. Miss Marple trat vor, ihre Stimme sanft, aber bestimmt. Fe Mr. Wells, vielleicht gefallen sie uns mehr. Feber ihre Beziehung zu Eleanor, fehlen. Sie sagen, sie hätten sie gut gekannt. Adrian atmet langsam aus. Der Kampfgeist, which aus in, fewer waren fast, sie Jahre zusammen. Bevor sie Schloss machte, bevor sie hierher nach Little Fernwood zog. Ich dachte, sie wollt, einfach, ihnen nur anfangen. Das heb ich respektiert. Ich heb sie nie bedre fediti. Fe doksch, sagte Miss Marple sanft. Fe schrieb sie ihnen am Vorabend ihrer Hochzeit. Fe flüsterte sie hat mich nie etwas gebeten Fe nicht einmal einen Abschluss. Aber dieses Mal sagte sie sei gefangen. Das die Vergangenheit sie ingeholt heb. Elias dieses in den kleinen, erstigten Lautos. Miss Marples Blick wandte sich wieder zu. Femein liebe fragte sie Elise, fekenen sie euch Mr. Wells. Elias Gesicht war kreidebleich. Ihre Finger zitterten heftig. Ich kannte ischen. Brachte, sie habe und mit den Blickkontakt. Fein ders, schalte mir, dass sie mal zusammen waren, aber sonst hat sie nie viel gesagt. Adrian blickte, sie überraschten Felena, hat immer sicher, herzlich von der Gesprochen, sagte sie sagte, du seist die einzige Freundin, der sie vertrau. Eliza schloss die Augen, als ob sie sich auf einen Schlag vorbereitet. Inspektor Hargreaves verspürte sich laut, so genug. Mr. Wells, Sie bleiben, hier, bis wir Ihre Wohlst,
feinigeich ossig aufgenommen haben, Constable, behalten sie euren euch. Neimen wohl, wie sind das Gel von Lede, doch selbst alles Hargreaves wäschestei. Situation wieder unter Kontrolle zu bringen, es beförte Miss Marple, das da kann des Problems nicht, im Chaos, des Fleurs lag sondern in dem stillen Zimmer, in dem Eleanor nun schlief. Sie wandte sich Thomas zu, der wie versteinert da stand, Trauer die versucht in seinem Gesicht. Mr. Burnley, sagte sie sanft, hat Eleanor, innen, etwas Faber, ihr Leben anvertraut, bevor sie in dieses Dorf kam. Thomas lachte schwer, feiner, dass sie Liebeskummer hatte, nichts weiter. Feen die ihr Familie. Fea weiter starb, alles sie noch jung war, ihre Mutter, Nanja, ihre Mutter sprach, nie viel Faber Eleanors, Vergangenheit. Sie standen sich nicht, so nahe wie die meisten Familien. Ihre Ranzelte die Stern, sie wich fragen aus, ich dachte, sie wollte das einfach hinter sich lassen. Miss Marple nickte, ihre Gedanken kreisten, still sie, Geheimnisse, so hat sie war lange, seit gelend, waren oft Feste, Bestandteil von Hochzeiten, alte Lieben, alte Schulden, alte Versprechen, manche waren harmlos, an der ganz und gar nicht, bevor sie etwas sagen konnte, irrte das Diensttiefchen Fädchen den Flur entlang, und rang die H-Wekende. Fee Inspector, Miss Marple, Dr. Pemberley hat sie rufen lassen, Miss Eleanor, ist weiter watch, aber sie fragt, nach jemandem, bestimmten. Alle ihr starten, wen, fragte Hargreaves, das Dienstdienst, Fädchen sie fegerte, sie sagte, sie fegte, Miss Marple sprechen allein. Einst senkte, sich Faber den Korridor, Miss Marples Jessic so struck blieb ruhig. Durch ihr Blick vertiefte, sich merklich, wie also bi, sie die Bedeutung des Augenblicks erfasst. Wörtlos drehte sie sich, und folgte, dem diensten Fädchen. Hinter ihr beobachteten Thomas, Adrian, Eliza und die Chefhefte der versammelten Gfisti, sie mit atemloser Erwartung. Und tief in ihrer Handtasche lagen das gefoltert, seit Fädchen antiker Spitz, unter der Perlmutt noch leicht, aneinander gepresst Fesiwe, stumm sugen, die darauf warten. Ihre Geschichte so fehlen. Miss Marple folgte dem Dienstem, Fädchen durch den stillen Korridor, ich riet holten ließ auf dem polierten Holzboden weiter. Die Atmosphäre im Haus hat sich verändert, nicht mehr. Die Lebaft, geschäftig Energie eins, Hochzeitsstages, sondern ein Bedrefekende, Stil Eus, ob die Feinde selbst lauschten. Als sie den Salon erreichten, trat Dr. Pemberley on, weiter Redezeit, wie sie ist bei Hussein, aber nur schwach, murmelte wie ihre Nerven sind label, sprechen sie behutsam. Miss Marple nähte den Kopf auf, werd mein Besties geben. Eleanor lag, ein Kissengeller Hand, ihre Haut noch immer blass, ihr Atem flack. Doch alles sie ihre Augen beim Jefeusch, von Miss Marples, Eintreten nicht, lag in Klarheit, in ihren Augen, die suver nicht gewesen war, Angst, Jaffe aber, auch Entschlossenheit. Miss Marple entleises das Dienstem, Fädchen mit einem freundlichen Nicken, eckte darauf, dass die tiefe hinter, itnen ins Schloss fiel. Mighty ruhiger, unaufgeregter, Amut trat sie ans Bett. Alias W. Essinju, fähnlicher Besuch, bei einer kranken Nachbarin, und nicht, der eines Geheimnisses. Eleanors Lippen zitterten, Miss Marple, ja, mein Schatz, ich bin hier. Ein Jahr feiner ran, Eleanor Faber die Wang,
Uneinheit ein, spür durch das Puder, das sie sich am Morgen legt, auf die Haut gestreut hat. Fech wollte nicht, dass das passiert. Ich wollte nur beschwitzen. Ich atem stockte, und sie schloss. Die Augen, les ein Schauer, sie durchfuhr, fech HVT, es jemandem fra feher sagen sollen. Miss Marple nahm ihre Hand, ihre Stimme, so warm, wie die gestrickten Schals, die sie erfähr, den Kirchenbasser anvertiete. Fe du kannst, mir jetzt fehlen, kein, was immer du euch davor fiest geteilt, ist es leichter. Die Finger der Braut, umklammerten ihr einen Hotch fester. Fech wollte Thomas da nicht mit reinsehen. Weiß nicht von meiner Vergangenheit. Ich wollt, das Sir. Gemeinsames Leben unbeschwert, an des sicher ist. Ihre Stimme zitterte bei dem Wort sicher. Les ob, ESIHR will zu langen gangen, W Feder, fech vestihi, erwadete Miss Marple lies, und das tat sie auch fe weit mehr. Les sie zugab. Feder war jemand. Fe statte Eleanor. Fe jemanden. Den ich surf ich zu lassen versuchte. Les, ich nach Little Fernwood kam. Aber hat mich gefunden. Sagte, wenn ich nickte, die Fete, was verlangte, W Väter, alles selbst Federn, des den Menschen, da ich liebe, wetten W Fete. Miss Marples Gesichtsausdruck veränderte sich nicht, doch sie es befährte, einen Gegefehel in der Brust. Zwang, Drohungen, der Schleier des Schweigens, alles fügte sich zusammen. Ist dieser Mann Adrian Wells? Fragte Miss Marple sanft feinen, Eleanor sofort. Ihre Augen weiten sich vor einer Dringlichkeit, die selbst in ihrem geschwufeten Zustand verraschte. Adrian W. Fede mir niemals etwas antun. Ich hem geschrieben, weil der einzige war, der alles wusste. Ich heb darauf vertraut, dass kommen, W. Fede. Ich dachte, könnte mir helfen, aber war nix derjenige hinter dem Spolier. Miss Marple nickte langsam. Fair war es dann. Eleanors Blick haschte Zoom-Fenster. Les ward sie. Die Gestalt dort, noch immer zu vermuten. Fech kann seinen Namen nicht sagen. Ich kann es einfach nicht. Ihre Stimme brach. Wenn weiß, dass ich jemandem feit habe, mein Lieb sagte Miss Marple. Und die da verzichte sanft ihre Hand, sie sind nicht elfige allein, hinter dem Spolier. Sie sind hier in Sicherheit, in der Mördenbech, fitzt. Sie brauchen mir na die Wahrheit zu sagen. Ich weiß sicher, ignen, das ist der sicherste Weg. Die geneigen zu schaffen, die ignen am Herzen liegen. Eleanor schlackte schwör, ihr Brustkorb hob und senkte, sich unregelmäßig. Einen langen Moment. Lang schien Seekers vor einem, just feines, zustigen. Doch dann erstarrte, Gesichtsausdruck, und sie scheitelte leicht den Kopf. Fech kann nicht, noch, nicht, ich brauch vorher, noch, etwas. Miss Marple büht sich entfeher. Was brauchen sie? Eleanor fegerte und sammelte ihr letzten Karafief. Mein Mutter hatte ein Schachtel, Einheitsfäser mit engravierten Initialen. Sie ist verschlossen. Sie gab sie mir, am Tag vor meiner Abreise nach Little Fernwood. Sie sagte, falls Jamals, etwas passieren. Sollte wirklich alles fehlendig. Die Wahrheit wissen MVC ich sie pfiffnen. Miss Marples Herz Word von der Bedeutung diesagten befähigte. Und wo ist dies Schachtel jetzt versteckt? Flüsterte Eleanor.
Fee hinter der Foschen, tief fee, in meinem Kleiderschrank, in dem Cottage, in das Thomas und ich nach der Hochzeit sehen sollten. Ich heb, eten nicht gewerfnet. Ich hat so viel Angst, aber jetzt brosch ich, was darin ist. Ein leises Klopfen fehlentia, Miss-Marple blickte, sehr fähig, und sah Inspektor Hargreaves, zedfigend, auf der Schwell, stechen, sicklich hin, und hergerissen zwischen dem Gedanken, sie zu saffrieren. Da seht, Dr. Feenty, Miss-Marple, sagte Elise. Fees gibt Fragen, die beantwortet werden empfessen. Fee alles zu seiner Zeit. Erwiderte sie ruhig und wandte sich. Dann wieder Eleanor zu Fee mein, Liebskind, soll ich dir dies Schachtel holen? Eleanor nickte schwach. Fee bitte. Bever merkt, dass ich es noch heb. Miss-Marple fragte nicht, wer Eleanor war, noch nicht bereit. Weiter drak also feben, ich fete das Risiko gebirgt, sich wie Weltsum, Schweigen zu bringen. Stattdessen verfehlte Miss-Marple, Ayacha sanftei, Hand an die Stand-off, Fetch werde des holen. Versprach sie, Feru he Deutschjetsos, du wirst den Kraft erfehe, das Brautchen, was alles entfechtes kommt. Eleanors Augen fielen so nicht nur wo Mefi digit, sondern wo tiefer fang. Miss-Marple beobachtet sie einen Moment lang, bevor sie ließ in den Korridor trat. Inspektor Hargreaves runzelte die Stirn. Feinen. Hat sie den Mann identifiziert? Fee noch nichts sagte, Miss-Marple, mit want ruhiger Stimme. Fiber sei hat etwas Witos Wortvolles geliefert. Feind was ist das? Fein Anweisung, erwiderte Miss-Marple. Feind Anweisungen, Inspektor, haben die bemerkenswerte Eigenschaft, zu antworten zu fahren. Sie fegte ihre Handschuhe, zurecht, klemmte sich, die Handtasche, unter den Arm und ging den Flur entlang zur Haust. Für manche Geheimnis, das wusste sie, wurden in Worten bewahrt, an der in Stil, die gefährlichsten, aber versteckten, sich in verschlossenen Kisten. Und Miss-Marple hat vor, dieses Haier zu öffnen. Miss-Marple trat in das schwindende Nachmittagslicht hinaus. Die Luft war nun kein Fehler, und von einer beunruhigenden Stille, ihr vertellt, die sich Fiber das Anwesen der Whittakers gelegt hat. Der Gartenfee einst verfehlt von Lacken Fee war nun von Feken schleichen, Feke Pisechen von festen befekert, die ließ und Würstelin miteinander sprachen. Sie sahen, ich mit eine, Mischung aus Hoffnung und Furcht Eles obi antil von ignen sp fate, des sie den zerbrechlichen Fäden der Wahrheit in ihren kleinen Behandschuhen H-Fädenden hielt. Thomas stand mit H-Fägenden Schultern nahide Terrasentropie, und die State ausdruckslos, auf die verwelkenden Rosen. Blickte auf, als sie ihnen fäher kam, sein Gesicht war von einer Traurigkeit, gesehnet, die entfehlte erscheinen ließ. Es gibt die feindliche Freude des Morgens, einem ganz anderen Leben an Fee Miss-Marple, sagte heiser. Fee hat sie irgendetwas gesagt. Fee behauptet irgendetwas? Miss-Marple legte sanft die Hand auf den Arm. Fee sie sprach davon, etwas zu Brautchen. Mr. Burnley etwas, das uns helfen käfernente, ihre Angst zu verstehen. Ich muss so, dem verjuschen gehen, dass sie mit mir teilen wollten. Thomas blinzelte erschrocken für das Hitchfäschen, aber warum gerät dort? De ist nichts, für nichts, ungefährliches, wir haben es zusammen, vorbereitet. Für das hat sie mir verhört, sagte Miss-Marple mit
sanfte Stimme, fei aber es gibt, Juis Dinge, die sie selbst vor ihnen verborgen gehalten hat. Haben, sei den Eschalfessel, sein Gesicht versog, sich Kurs, vor Schmörs, doch sog, einen kleinen Messingschal, Fissel a seine, Westentasche, für ich komme, mit, sagte bestimmt, fei wenn sie etwas sehr vergelassen hat, will ich wissen, was es ist. Miss Marple vergerte nur einen Augenblick, bever sie nickte, feisch Gott, aber ich denk, es ist am besten, wenn wir lies gehen, so viel Ohren lauschen hut, aus den falschen Fäden. Als sie auf die Gas zugingen, eilte der Inspektor ihnen leicht außer Atem hinterher. Verworten sie, Miss Marple verlaufen sie nicht ohne mich davon. Wenn es Beweismittel auf dem Grundstück gibt, ist das eine offizielle Angelegenheit. Ganz richtig, sagte Miss Marple mit schäflicher Bestimmtheit, obwohl ihre Augen angezeigt, seins get faces leicht funkelten, dann last, ans fortfahren. Die drei machten sich auf den Weg den schmalen Pfad entlang, der sich zwischen Hecken hindurch fädelte, ungefähr die kleinen Steinbar-Fikis am Fernwood Cottage hatte. Das ließ Nirschen des Kieses unter erinnern, Schuhen war, minutlang das einzige Fisch, Jeddah, in seinen eigenen Gedanken versanken. Thomas Angst war in seinen Kursen, Anregeln fässigen, Atoms fegen deutlich, so feren. Hargreaves blickte sich immer wieder, ALSW für die sie jeden Moment erwarten, des der Geheimnis wohl man, wo dem Eleanor sich so sehr steht, hinter einem Baum hervorspringt, Miss Marple hingegen beobachtet ihre, umgebung MIT, ruhiger, konzentrierter Aufmerksamkeit, wie der Wind, dies Wage bewegt, der schwache Druck eins gefäßlich abgetretenen. Absatzes im Futenboden am Wegesrand, Inkoen Weffins, Taschentuch leicht weiß, eben mit einem Hauch von Lavendelduft, das sich an einem Dornenbusch verfangen hat. Solche Dinge bedeuten selten wenig. ALSC Fernwood Cottage erreichten, wirkte das malerische, Huschen, so friedlich wie effurante, Sikam, den Steinkamin, und des sanftes Licht fiel in die Fenster. Thomas schloss die Tafel auf, des sie betreten, des kleinen Wohnzimmer, des mit unausgepackten Kisten, gefolterten Decken und einem Hauch von frischer, farbiger Fett war. Sie wollte, das alles perfekt. Isma meldete Thomas mit bearfähiger Stimme, sie verbrachte Stunden damit, Vorfänge auszusuchen, Blumen zu arrangieren, die Bettufische zu bestimmen. Miss Marple ließ, ich einen Moment. Sieht, dann sagte sie ließ, Fächer Kleiderschrank Word, sich vermutlich im Schlafzimmer befinden. Sie gingen den Kursenflur entlang, die Inspektorin dicht hinterher, nun dass sie einen privaten Raum betreten hatten, Wochzimmer. Das Schlafzimmer war schlicht, aber fädlich, für Spitzengardenen, ein ordentlich gefaltet, Patchwork-Deck Eleanors, Duft, noch immer in der Luft. Miss Marple ging schnurstracks, zum Kleiderschrank, ihre Schrittbett fertig, die Platt befand sich genau dort, wo Eleanor es beschrieben hat, für ein kleiner Abschnitt der Affequand, der etwas höher stand. Miss Marple daffte ihre Finger gegen die Kante, und dann mit einem leisen Klicken feste sich die Platt. Darin befand sich eine Holzkiste, genau wie Eleanor sie beschrieben hat. Es war klein, mit zarten, geschwungenen Mustern versiert. Und trug die Initialen, Initialen, die Thomas zusammensacken ließen. Das sind die Initialen ihrer Mutter, sagte Elise, für die Lehl waren,
Sie ist vor Jahren gestorben. Miss Marple hob die Schachtel vorsichtigen an die Master die HR Gerich, die kunstvoll Verarbeitung und das winzig Schloss, das sie verschloss, was auch immer darin lag. Es sollte geschwächt fates, fe oder verborgen fe werden. Sie warf Thomas einen Blick zu, verschwächte sie, den Schlüssel behalten. Thomas schüttelte den Kopf, fe wenn sie es getan hat sie es mir nie gesagt. Inspektor Hargreaves suffte schwer fe wunderbar, einen verschlossen Kist, keinen Schellfessel und eine Frau, die so krank ist, sei so pfeffnen. Miss Marple le fächelte schmal, feich glaub, Eleanor hat so Schwierigkeiten, waros gehen sie griff. In den Kleiderschrank und Lillys, ihren Blick febe das Riegel schweifen, da entdeckte CES einen kleinen Umschlag, der an der Unterseite der oberen Ablage befestigt war, fast unsichtbar, wenn man nicht gezielt danach schutscht, vorsichtig nahm. CIN. Aber und pfiff nicht. Eichen. Immerhin befand sich ein winziger Messingschellfissel. Thomas dieses einen leisen, erstigten Laut, aus halb Erleichterung, halb aufgemende Angst. Miss Marple steckte den Schaltfissel in das Schloss der Schachtel. Drehte sich mit einem leisen, metallischen Klicken. Als sie den Deckel pfiffneit, boten sich alle Drevo. Im Inneren befanden sich ein Stapel-Otterbrief, die MIT verblichen Band, zusammengebunden waren, in ein Envelope in silbern Brosche, in Form einer fliegenden Löcher, und für am erstaunlichsten von allem, für einen Foto. Miss Marple hob es vorsichtig an. Das Bild zeigte ein Junge Eleanor, vielleicht 17 Jahre alt. Neben IHR stand ein Mann, fehlte, mighty strengem, gesicht so strack, dessen Hand her, Schulter mighty beruhigende vertrothiet, fast Thomas stockte der Atem, Feier ist das. Miss Marple musterte das Gesicht des Mannes, für die scharfen Wangenucken, den kalten, besitzergreifenden Blick, die Augen, die Eva, durch einen, hindurch, alles in die Augen zu schauen schienen. Ich kenne seinen Namen noch nicht, murmelte sie. Aber ich kenne den Blick eines Mannes, der glaubt, etwas zu besitzen, fehlen die der Angst hat, zu verlieren. Inspektor Hargreaves bühte sich in heran und runzelte tief die Stirn, ist das derjenige, den sie meinte, derjenige, der sie bedroht hat. Miss Marple schloss die Schachtel vorsichtig, ich glaub schon. Sie wandte sich sehr vier, IHR Jessic so struck variet stili, Entschlossenheit. Und ich fetchte, fegerte sie hinzu, dass dieser Mann uns wie entfächer ist, alles wir alle wahrhaben wollen. Inspektor Hargreaves starrte auf das Foto, sein Kiefer beugte sich in angespannten, anruhigen Burgungen, für was meinen Sie, Miss Marple? Wollen Sie etwa andeuten, dass in Little Fernwood ist? Miss Marple antwortet nicht sofort. Stattdessen schob sie das Foto surfig in die Schatteland schloss den Deckel mit stiller Entschlossenheit. Fechte damit sagen, sagte sie sanft, dass die Vergangenheit, die Weg findet, die Geneigen einzuholen, die HR zu entfliehen versuchen, an den manchmal. Holt sie einen, hinein, langsbevo, man es mag, Thomas rieb sich mit sittender Hand feber die Stirn, feber, wenn dieser, man wer och, immer, ist higher hergekommen, ist warum hat, ihn dann niemand gesehen. Das Dorf ist klein, eine Fremde, WFD auffallen. Nicht alle Bedrohungen erscheinen als Fremde, murmelte Miss Marple. Manche schleichen, sich an Bemerk, an vertraut orte.
Oder verstecken sich unter denen, die wir Gott so kennen glauben. Sie ging zum Schlafzimmerfenster und hab den Spitzengardin, IT den Fingerspitzen einen Spot breit. Und draußen schal fekante sich der Fußweg sehr feksam anwesen der Whittakers, die letzten Hochzeitslittern schwankten ließ in der Fern. Die friedliche Aussicht stand in schmerzlichem Kontrast, so der schwer dessen, was sie nun begriff, fe was ist noch in der Kist. Fragte Hargreaves, immer noch angedaldig, fe die Brief. Fe feren sie irgendetwas. Miss Marple kehrte zum Nachttisch surfeke, wo sie die Schachtel hingestellt hat. Und die lelfeste das Band, das den Briefstapel zusammenhält. Die Brief waren alters bedingte bearfichig und in derselben eleganten, schärfegen Handschrift verfasst. Adele Warren, Eleanors Mutter, sie Faberflog, die erste Zeit, H.R. Gesichtsausdruck verfinsterte, sich fast unmöglich. Fe die Stammen von Eleanors Väter, sagte sie ließ, fe oder besser gesagt fe von dem Mann, den Eleanor fe her ihren Vater hielt. Thomas erstate fe glauben, was willst du damit sagen? Miss Marple hob den zweiten Brief auf, fe her schreibt von Schulden, verpflichtungen, und von jemandem, der uns fe niemals die Freiheit lassen w feder, es scheint, als heb Adele in Angst vor einem Mann gelebt, der ein gewiss Autorit fit, feber sie, ausfibte, einem Mann, der für wenn man diesen Worten Glauben schenken darf, fe nicht nur Controls fähig, sondern auch gewaltfähig war. Hargreaves trat entfeher, fäden sie glauben, dass dies derselbe Mann auf dem Foto ist. Fedas w fede ich auch wetten, erwiderte Miss Marple, fes schauen sie higher. Sie hielt den dritten Brief hoch und duute auf ein Passage, in der Adele wohnte, dass Eleanor, falls H.R. Jamals, etwas Zustossen sollte, vor dem Mann beschwätet, werden empfehlt denn sie nur als Fedengenigen, der sich selbst wormend nennt, Besenheit. Thomas hat mit scharf einen verwormend, Eleanor hat nei einen wormend w fedend. Feinin, sagte Miss Marple sanft, fe und vielleicht, aus gutem Grund. Is Word still im Raum, die Schwer der Wahrheit lastet schwer auf einem. Miss Marple foltet die Brief, ordentlich zusammen, und legte sie sehr fick in die Schachtel. Was euch immer damals geschehen ist, sagte sie, feges hat Eleanors Leben auf ihn, wees gepia feti, die sie niemals prischieben wollte. Doch die Angst verschwindet nicht einfach, nur weil wir eine neue Orte sehen. Sie wartet lediglich auf Gelegenheit. Hargreaves verspürte sich viel so gatt. Angenommen, dieser Mann fe, dieser Sogenannte, wo man fe ist, an sehr bedrohung. Angenommen, ist, EHR, hierher gefolgt. Was ist sein Motiv? Was will jetzt, nach all den Jahren? Bevor Miss Marple antworten konnte, haschte ein Schatten den Weg entlang. Sie erhaschte durch Fenster einen schwarzen Blick auf, die begann für einen Silhouette, die schnell hinter den Hecken verschwand. Inspektor, sagte sie ruhig, fech, glaub, jemand hat uns beobachtet. Hargreaves feste sich am Fenster und schaut hinaus, aber der Weg war leer, fech sie niemanden. Fedas w feden sie euch nicht, sagte Miss Marple sanft, Väter, ist vorsichtig, Empfänger seiner Art sind das normalerweise. Thomas wirkte verzweifelt. Fedan sollten wir zu Eleanor, sehr viel kehren, wenn in deren Fie. Ist fe wenn H.R. etwas antun, will fe ja, sagte Miss Marple, Fie wir empfehlen sofort gehen. Gemeinsam verließen sie das Hitchwirchen. Thomas schloss, die Tiefe hinter ihnen ab, die Sonne, war tiefer gesunken,
and ein Käfeler windweighty zwischen den Firmen Heindurch, and trug den leichten Daft Futer, biel Väter, an das Seltsame, gif fe heil, Beobachtet Zuhörer. Miss Marples Blick schweift Faber die Hecke, irgendwo tief darin nackt ihn Zeg, sie ging weiter. Doch ihre Haltung war, veränderte sich verwachsam, lauschend. Auf dem Fake-Weg zum Anwesen. Der Whittakers beschleunigte, Thomas sein Schritt, angetrieben von wachsender Furcht. Miss Marple hingegen blieb ruhig und ging unempfindlich. Weiter, in ihren Gedanken kreisten alle Details Fee Eleanors, Angst, die Zwischen Spitze, die versteckten Brief, die dominante Gestalt auf dem Foto, als sie das Haus wieder erreichten, wo das Wohnzimmer nur schwarz beleuchtet. Der Durst blickte von Eleanors Seite auf sie ist, kurz nach ihrer Abres ingeschlafen, flabflüsterte ihr, Fair Puls ist schwarz. Ich heb einen Krankenwagen gerufen, sie ins Krankenhaus zu bringen. Miss Marple hörte sich ließ dem Bett. Eleanor wirkte friedlich, doch Atem zitterte, noch immer. Als ob ihre Tafeume anruhig federn, Miss Marple strich sanft ihn los, lock von der Stirn. Plötzlich klopfte es laut und heftig aus dem Flur. Hargreaves pfiff nicht, wesselte ein paar. Scharf wird MIT dem leisesten, und kehrte. Dann MIT finsterer, mien sehr fake. Was ist es? Fragte Thomas. Hargreaves atmet langsam aus. Fegement ist in den Stall von Burnley ingebrochen. Die Pferde waren verängstigt, und der Versog das Gesicht. Feyman hat Verspüren gefunden. Ein einzelnen Spur. Die zum hinteren Teil des Anwesens fehlt hat. Thomas erbleichte. Ist hier auf, dem Gel findende, fäglicherweise arfiumti Hargreaves, einen Fewer organisieren, einen Suche. Miss Marple richtet sich auf. Ihre Stimme war sanft, aber sie strahlte ruhige Autorität aus der Beid, feiner sofort, dazu brachte, sie anzusehen, für dieser Mann lauert, nicht einfach. Nachher sagte sie, testet die Grenzen aus. Beobachtet, MIT wem, Eleanor spricht. Beobachtet, was wir herausfinden. Blick, wanderte zerfig zu dieser Beleichen Braut. Väter wird mighty jeder Stunde verzweifelter. Thomas führt sich mit sittender Hand durch Haar. Was will von euch? Miss Marple erwiderte seinen Blick sanft. Beherrschung, Mr. Burnley. Genau, das, was ihr von ihrer Mutter verlangte. Wie lang Zeit herrschte still, dann holte aus dem Garten ein einzelner Schrei wie ein Pitcher durch die Nacht. Hargreaves warbelt zerte fair, Herem was none. In zweiter folgte fair dringlicher. Thomas rannte in den Flur. Miss Marple beeilte sich nicht, aber sie umklammerte ihre Handtasche fester. Sie kannte dieses Gefäß. Es war das Gefäß von jemandem, der auf Einwahrheit, oder ein Gefahr, gestoßen war, MIT der nicht gerechnet hat, und was euch immer draußen wartet. So vermutet sie beobachtet das Geschehen, nicht Finger nur aus dem Schatten heraus es war bügend. Die Nachtluft traf sie sofort, scharf, beunruhigend, ihr fehlte vom Echo der Angst. Laternen warfen lang, zitternde Schatten über den Rasen, die nicht feste, die sich in der Nenfete, der Verselte aufgeholten hatten, Dr. Feiken sich nun ans an der Ende des Gartens, ihre Silhouetten in ruheloser Verwirrung. Jemand schrie erneut, dismal meiter Klarheit. Der Angstinspektor Hargreaves, Dr. T.A. voran, und bellte die Lute, Platz zu Maschinen. Thomas folgte,
Ichem dich auf den Füßen, senetem ging stosways, Miss-Marple folgte, weder hastig, noch langsam. Sondern die diem priafisisen, schritt eine Frau, die verstand, das Eil oft genau, die Details verschlierte, die sie am dringendsten, benfeitigte, am Rand des Grunst fix, nahe der dunklen Hecke, nicht ein Polizist neben einer zusammengekauerten Gestalt. Miss-Marple erkannte den Mann sofort, es war der Gefährtner, Mr. Bexley. Ein stiller, unzuverlässiger Kerl, der sich selten in die Dramen des Dorfes einmischte. Sein Lampfezi lag einige Meter entfernt, und ein Lateran war ins Gras gerollt und flackerte schwarz. Hargreaves niete neben ihr nieder. Bexley, kannst du mich vertreten was? Ist passiert? Mr. Bexley staffente auf und hob sitten die, handen die stern, wo ein feiner Bloodstreifen herabfloss. Fegemand, hat mich geschubst, murmelte zwischen zusammengebissenen. Ze feinen, plötzlich dunkler, Mantel rannte, an mir vorbe in Richtung Obstgarten. Hast du sein, gesehen? Fragte Thomas feinen, fand Fistet Bexley, so schnell, aber stark, wusste genau, wo hin wollte. Miss-Marple hockte sich neben Iken und mustert sein Leg. Den Winkel seines Stößes und das fickte Gras. Ihr Blick wanderte zur Hecke, wo ein schmäler, spalt einen Schwarz, Barren, stieg, angelegten Piefad freigab, der vom Hauptgarten, wegfei hatte. Sie sichen se in Richtung des Obstgartens gerant, fragte, Silis Bexley nickte, schnell, so den Ort kennen, fede, Thomas schluckte schwer, benö Family, und Angestellte kennen die Wage durch den Obstgarten. Oder jemand, der de lang genug zugeschaut hat, daraus zu lernen. Murmelte Miss-Marple. Hargreaves bellte seinen Polizisten Befehl zu, durchsucht den Obstgarten. Umstellt eiten, niemand darf das Geld die verlassen, wo rende. Die, beamten handelten, blieb Miss-Marples, blicken der Elfiki in der Hecke heften fehen, den Saracenen beelfiten, dem abgebrochenen Zwieg, der Schlaf herabhing. Sie stand auf, trat entfeher und hob den abgebrochenen, erst vorsichtig, mighty einem behandschuten, Fingerani in dunkler, fleckbedeckte die Rinde, Schlamm oder etwas Aufschlussiertes. Bever sie es genauer untersuchen konnte, entfeherte sich Thomas mit panischer, Stimmi fair ist higher, Miss-Marple, ihr Kefenente Faber all sein, was wenn es wieder auf Eleanor, abgesehen hat, a tonvoll blieb ruhig, durch ihre Wort hatten gericht. Genau de Schaub empfießen, wir sein Absichten verstehen. Angst trippt. So, impulsivit, fitti, Mr. Burnley fee. Aber dieser Mann handelt, nicht impulsiv. Jeder seiner Schritt ist wohl fieberlegt. Thomas seht vertellte frustriert den Kopf, warum meinen Family heinen sie hen, warum die Hochzeit sabotieren, warum überhaupt Eleanor ins Visier nehmen. Miss-Marple wandte, sich ihm sanft zu, sie gehen davon aus, mein Liebe, dass die Hochzeit das Hauptinteresse darstellte, aber was, wenn sie lediglich Angelegenheit war. Thomas blinzelte verbal feit Angelegenheit. Woffi ha, am etwas fake zu langen, von dem glaubt, dass es eichem gefeit, sagte Miss-Marple Lees, Control macht, Eleanor's Schweigen, Bever Thomas antworten, konnte, rief Hargreaves, Miss-Marple, hire hers, sie folgte seiner Stimme den, hang hinunter zum Rand des Obstgartens. Die Polizisten waren vor einem schmalen Apfelbaum hin,
stehen geblieben, Leitenen worfen blass. Lichtkreis auf den Boden, einen von ihnen dutet auf die Wurzeln eins, norigen alten Baums. Dort halb in der weichen Erde vergräben, lag ein zerrissener Streifen schwarzer Wohl. Miss-Marple nahm es vorsichtig entgegen, die Wohl war grob und dick. Feki einen Sefik eins, Mantel femels, der ist warsackig. Elas w Feder bei, einem Kampf. Oder eine Feberst festen flackt, an einem STH fegen geblieben. Fedas best fetig is, sagte Hargreaves underschnauft leicht, Feder kam. Diesen Weg entlang. Ungleides fetzen Seins, Mantels sehr fake, dieser nah. Miss-Marple schäfertelte, nachdenklich den Kopf fein, Inspektor. Ein so vorsichtiger Mann wie dieser hinter festet kin, spüren sie denn, wird dazu gezwungen. Irgendetwas hat, erschreckt, oder jemand. Hargreaves ranzelte die Stirn. Fenon, wer euch immer ist. Ist geflohen. Es gibt jetzt kein Lebenszeichen mehr wahr von ihn. Favia likest, murmelte Miss-Marple. Doch ich Blick wanderte, zur hintersten Ecke des Obstgartens, wo die Schatten tiefer und schwerer wirkten. Sie trat ein paar Schritte, woran es befehlte, zu einem verfallenen Abschnitt der Steinmauer, die das Granst fake begrenzte. Der Polizist, der IHR am entfernten Stand, leuchtet MIT seiner Laterende auf, Fifusabda Fiki, bemerkte viel frischer. Miss-Marple nicht neben Ignen, die Abdufeki, waren groß, Piafesis, tief in den Weiken, Boden gedefeki fejede, Schritt mit der Genoikit, eins manes geset, der Rosswichman fever gewohnt war. Sie taten direkt, zur brokenen Mauer, da feber hinweg, und verschwanden dann, im dichten Dickicht, dahinter. Ist weg, murmelte Hargreaves, und dessen Frustration kochte in seiner Stimme, fest in den Wald verschwunden. Miss-Marple starrte noch einen Moment, Lelfeger an die Wand, etwas Kaltes, Gewisses, legte sich, Feber sie fein, sagte sie ließ ist nicht geflohen. Hargreaves drehte sich abrupt, Feweis meinen Sie damit? Miss-Marple erhob sich, ihre Stimme ruhig, aber mit einer Klarheit, durchdrungen, die Aufmerksamkeit forderte. Für ein Mann wie ilfief nicht sie los. Bewegt sich, sich in Position zu bringen, zu beobachten, zu feiern fe, sicher zu stellen, dass immer einen schreit, woraus ist. Ihr Blick schweift, feber den Obstgarten surfig zu den fernen, schwarz belutschten Fenstern des Hauses. Feier entkommt nicht, sagte sie ließ. Feier kreist näher. Thomas F.B. hörte einen Schauer, feber den Afeken laufen. Feikreiseln, nach Eleanor. Feier Eleanor, stimmte Miss-Marple zu, feiernde Verjeden, der sich zwischen Itchen und die Macht stellt, die einst innehat. Ein leises Rascheln drang aus den Hecken hinter, innen her Face so sanft, dass sie es vom Wind stammen konnte oder von etwas viel bewussterem. Miss-Marples Augen verengten sich. Der Obstgarten schien zu atmen. Alsh fete, etwas im Schatten gerät ausgeatmet. Fewer Facen zur Fake ins Hauses, sagte sie bestimmt schnell, bevor den richtigen Moment hält. Als sie mit schwingenden Laternen hang wieder hinaufhielten, blickte Thomas so fike und glatt. Ihnen begann in den Befehlungen zu erkennen, doch alles, weiter hinsa, wurde nichts, fe nichts. Alles Dunkelheit, die sich knapp, außerhalb seiner Reichweite beweit. Und Miss-Marple, die in gleichem physischen Tempo ging,
Wusste mit stille Gewissheit, dass der Mann, den sie sachen, nicht Stellfinger nur so sah, erwartet. Das Haus schien war Spannung zu beben. Als sie wieder eintreten, das Leiten enligt, flackerte way Nerv, Phaser Atem, an den W-Fäden entlang. Thomas hielt voraus in den Salon, wo Eleanor noch immer, ruhte an der Miss-Marple mit der ruhigen Gelassenheit einer Frau, die verstand, dass der Höhepunkt einer langschwellenden Wahrheit gekommen war. Inspektor Hargreaves blieb abrupt im Tieferrahmen stehen. Faber Eleanors Bett lag ein Schatten. Im die Fimmerlicht wirkte die Gestalt groß, leicht nachworn, gebaut. Ein Hand auf die Stoleni neben, IHR just fe anbeholfen, im Gleichgewicht, als sei sie verletzt. Miss Marples Blick fiel sofort auf den Femel des Mantels, des Mannes, ein gesagter Riss, Schwarzwohl, der gleich grob Stoff hat sich in den Festen des Obstgartens verfangen. Gehen Sie weg, rief Hargreaves und hob seinen Revolver. Die Gestalt drehte sich langsam Eliza Grants Gesicht Word kreidebleich. Adrian Wells erstarrte am anderen Ende des Raums von einem Polizisten sehr festgehalten. Thomas erstarrte, Isham stockte der Atem. Doch Miss Marple trat mit ruhiger, besonnener Stimme vor, kein Waffen entfätig. Inspektor. Ihr Blick fixierte die Gestalt mit makelloser PR-Physician. Sie haben schon genug Menschen verletzt. Mr. Randall. Ein gefährlicher Verwirrung ging durch den Raum bis Miss Marple fortfuhr, oder sollte ich sie mit dem Namen ansprechen, denn Eleanor erkennen W-Fäde die Vormundin, ihre Mutter, der Mann, der die Währendwirkung, Effea del Warren Faber nahm, Langbever Eleanor alt genug war, so verste hen, warum ihre Mutter Angst hat. Der Mann richtet sich auf, sein Gesicht so struck verschwächertet, sich so genau der Mask, die Miss Marple erwartet, hat verkalt, besitzergreifend Beliedheit von der Andutung. Das sein Autorität in Frage gestellt werden könnte, du weißt nicht, woven du redest, nöte, ich bin gekommen, nachzusen, ob das Empfädchen noch schleppt. Ja, das ist sie, sagte Miss Marple, sanft feind, gerät ihr, in tat feusch, schon da Feber feit sie. Thomas kuchte, hat versucht, sie zu tafeten. Mr. Randalls Kiefer verkrampft sich, sie gefährte in meine Bott. Ich heb sie groß gesorgen, nachdem ihre Mutter gestorben war. Sie hatten sie unter ihrer Kontrolle. Korrigierte Miss Marple ließ. Sie zwangen ihre Mutter, die Vormannschafts, Papier zu unterschreiben, die eigenen Zugriff auf HR Urbe verschafften. Andal. Als Adele flyen wollte, bedrohten sie, ALSI schleiseslich die, flacht gelang. Befäten sie auf und DLS sie starb fe unter finden. Die, wie ich vermut, alles an der ALS zufällig waren, fe word Eleanor HRN fixter Besitz. Randalls Augen Warrington sich gefährlich. Sie haben die Brief ihrer Mutter versteckt, für Miss Marple fort. Faber Adele verklagt genug. Sie zu fäten hat sie kopiert und zum Schutz ihrer Tochter versteckt. Eleanor floh, sie zog in einen andere Stadt. Sie fändete HR leben und sie satchenen, bis sie fanden. Eliza legte zittend die Hand an den Mund, Adrians Augen blitzten vorwärts. Thomas' Stimme versagte. Warum kommen sie jut? Warum ausgeret net auf unsere Hochzeit? Weil Eleanor itene Feitier immer so ficklises, sagte Miss Marple ließ. Feiner,
wie Mr. Randall, feinen, es nicht ertragen, die Kontrolle zu verlieren. Randall trat, mit die Gibolten, feosten vor. Sie schuldete mehr Loyalit, fe Dankbarkeit, sie schuldete itnen nichts, weiderte Miss-Marple, nun Fefer, sie folten nach Little Fernwood, sie bedrohten sie hinter dem Spalier, sie wehrte sich, sie sich weigerte, nach zugeben, wanten sie diesel be Methode, und die sie ernst, bei ihrer, Mutter anjuendet, hatten ein langsam Werkendies, Gift aus lobibel Feten, leicht in einem bitter fäng, zu verstecken. Ein Ronen ging durch den Raum, sie heben, ihre Limonade vergiftet, Fete Miss-Marple. Nicht genug, sie sofort, zu feten. Aber genug, sie zum Schweigen zu bringen, bevor sie entlarven konnte. Randalls Blick hascht die Kurs hin an her. Ein Kurse, fataler Hinweis, bei einem Mann, der es gewohnt war, jeden Gedanken zu verbergen, Hargreaves trat einen Schritt vor. Sie sind verhaftet Doc Randall, senferte sich auf das Fenster, zu Thomas schrie auf Adrian. Sed dann da nach vorn, Hargreaves hab sein Waffe. Doc Miss-Marple, schüttelte nur einmal den Kopf. Randall stolperte dies war heftig. Sein verletzter Arm, von einem, ihm aufs Garten zerrissen, gab nach, sank Küchen zu Boden, besiegt von eben jener Versweiflung, die ichen getrieben hat. Hargreaves legte ichem Handschellen, und wurden innen mitnehmen, als sie Randall hinaushörten, redte sich Eleanor schwach. Ihre Augen öffneten sich nur, so weit, dass sie Miss-Marples vertraut, Silhouette erkennen konnte, ist es vorbei. Flüstert sie. Miss-Marple nahm sanft ihre Hand, Feige meinen Lieb, du bist jetzt in Sicherheit. Trafen rannen, Eleanor. Feber die Wangen nicht, tafen die Schmerzen, sondern de langschwerweigerten Feisang kommes nicht, neben IHR nieder, undeid fast, auffächtig ihre Hand. Adrian trat, ließ fake, als ähnlich erkannte, das Eleanors, hört seinen anderen Weg verhält hat. Nickte Miss-Marple, einmal so dankbar, trauend, resigniert, verschwand, im Fleur Eliza, hörte, sich schwätern, Miss-Marple, woher wussten sie, dass es war. Miss-Marple schelte, das sanfte Fächel einer Frau, die Leben lang beobachtet hat, wie sich die menschliche Nähte in kleinen, unbedachten Augenblicken offenbart. Die Zwischen Spitze sagte, sie stammte von einem alten Kleidungs, wahrscheinlich einem, das Eleanor in Angst umklammert hat. Der Permut noch von einem Herrenmantel, die Verspuren von jemandem, der sich zielstrebig bewagt, nicht panisch. Die Brief, entfeiten genau, die Art von Geist, die hinter solch einer Grausamkeit steckte. Eliza verzweifelte, und war die ganze Zeit. Nicht immer, sagte Miss-Marple, aber lang genug. Sich in die Schatten einzufügen. Hargreaves kehrte schwer atmend, sehr fein Miss-Marple, ich denke, wir schulden ignen unseren Dank. Sie nickte, ich Kurs und respektvoll zu. Für solche Angelegenheiten feist man nahe allein. Inspektor, die Menschen sagen einem, was sie am meisten fürchten. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Als der Tumult nachlieset, und die SP-Fete nachtruhe, Zerficati trat, Miss-Marple ans Fenster, Laternen schwangen, sanftem Schein, die letzten Gefäße verließen, das Haus mighty, gedfebten Stimmen, und dann,
an ruhigen Blicken. Little Fernwood W. die Notch, Jarre Spiefeter von diesem Tag Veitlen. Hinter IHR Felfter Thomas Eleanor, zu unversprach, HR Frieden, Sicherheit und die Zukunft ohne Schatten. Miss-Marple H. Väter T. Mighty Stiller, Zufriedenheit zu die menschliche Natur. So dachte sie, sei zu großer, Grausamkeit fähig, higfei aber auch zu großer Gefeit. Andabol hinter, Spitze an de Geheimnissen Dunkelheit, geherrscht hat, wo das Licht endlich so vergeckert. Sie nahm ihre Handtasche, legte weiter von die Spitze und die den Perlmuttnoff, vorsichtig hinein und ging zur Tiefe. Weiter Aufwärtsel gelfetzt, in weiter Wahrheit eines Licht gebracht. Und das Dorf obwohl immer verändert, W.V.D. unter der Watsemen. Geschieht einer düsen Filteren dem, die will besser alles die meisten, anderen wirstend das hinter jedem, viel festen, einen Gesiste darauf wartet, geset zu werden, ruhiger schlafen.